Den PM-Truck bezeichne ich schon seit Jahren als das Schweizer Taschenmesser unter den Systemschleppern. Um euch genau das zu beweisen, sind wir beim Hans-Peter Erne und seiner Firma NRF hier in die Schweiz gekommen, um die verschiedenen Einsätze, die die Firma mit dem PM-Truck erledigt, zu zeigen. Vor kurzem hat die Firma NRF ihren dritten PM-Truck bekommen, die Generation 38, das Topmodell mit 300 PS, und das schauen wir uns jetzt im Einsatz an. Forst Arena Themenabende, powered by Pfandzelt. Das Betriebsgelände der Firma NRF aus Leibstadt im Kanton Aargau in der Schweiz. Jeden Morgen vor Dienstbeginn trifft sich Hans-Peter Erne mit seinen Mitarbeitern, um die anstehenden Arbeiten zu besprechen. Zusammen mit seiner Frau Astrid und den beiden Söhnen Pascal und Ramon betreibt er ein breit aufgestelltes Lohnunternehmen. Das Namenskürzel NRF steht für Natur, Areal, Forst und beschreibt die wesentlichen Tätigkeitsfelder. Hans-Peter stellt uns seine Firma kurz vor. Ihr seid hier bei uns zu Gast in Leibstadt in der Schweiz, nahe an der deutschen Grenze, bei Waldshutingen, zwischen Basel und Singen. Und wir sind ein Betrieb, der hat 8 Festangestellte und 2 Teilzeitangestellte. Wir sind in der Natur-, Areal- und Forstpflege tätig, darum auch der Name NRF. Ich habe die Firma gegründet 2003, aber angefangen selbstständig 1995. Und mit dem Wachstum, mit Arbeiten, haben wir dann entschieden, wir teilen das vom Landwirtschaftsbetrieb weg und machen eine Firma daraus, und dann ist die NRF entstanden. Die NRF ist heute 20 Jahre alt. Wir sind tätig im Umkreis von 20 Kilometern. Das ist unser Tätigkeitsfeld. Wir haben gute Arbeit hier. Und es ist eine vielfältige Arbeit. Wir machen das, was wir im Film sehen. Was ist die Herbst-Winterarbeit. Und im Sommer machen wir Landschaftspflege. Wir pflegen Bachböschungen, wir mähen Firmenareale. Wir machen verschiedensten Unterhalt von privaten Grundstücken. Und das ist eigentlich unser Business, was wir machen. Für diesen Kurzfilm haben wir das Team der NRF GmbH 3 Tage lang mit unseren Kameras begleitet und uns die verschiedenen Bereiche näher angeschaut. Los geht's mit einem Einsatz in der Baumpflege. Hans-Peter und sein Mitarbeiter Ivan steigen in den Korb der Arbeitsbühne. Ferngesteuert hebt sie der Herkules-Teleskopstapler in schwindelerregende Höhen, um die Krone einer Linde zurückzuschneiden. Unser Fellkran ist ein Fellkran der Marke Herkules. Ist aber auch einsetzbar mit Hebebühne, also wie viele andere auch. Einen Schnellwechsler drauf ist auch kein Problem. Und mit dem kommen wir bis 30 Meter und 25 Meter weit weg vom Fahrzeug. Es ist eine super Sache, geht alles auch mit Fernbedienung. Und wir können zu dritt, wenn es nötig ist, zu dritt in den Korb steigen. Also es geht auch flott beim Schneiden. Und der Korb ist auf alle Seiten 180 Grad drehbar. Wenn er noch ausgezogen ist, kommst du richtig ums Eck rum. Also wirklich eine gute Sache. Habe ich mir geleistet, weil ich gesagt habe, mit 50 will ich nicht mehr klettern. Darum habe ich mir den geleistet, und heute muss ich mir sagen, hätte ich besser 10 oder 15 Jahre früher gemacht. Mit der Akkukettensäge trennt Hans-Peter die Äste ab, die Ivan übernimmt und kontrolliert zu Boden fallen lässt. Die beiden Männer müssen vorsichtig sein, um das angrenzende Haus nicht zu beschädigen. Kurz darauf trifft Ramon mit einem weiteren Fahrzeug ein, um das Schnittgut zu verladen. Der Pfandzelt PM-Truck ist der jüngste Zugang im Fuhrpark und wurde erst vor 2 Wochen in Betrieb genommen. Mit wenigen Handgriffen schwenkt Ramon das Lenkrad zur Seite, dreht den Sitz in der Kabine und bringt den 10 Meter langen Kran in Position. Gekonnt greift er das Astmaterial und lässt es hinüber auf die Ladefläche des Anhängers schweben. Ein Verfahren, das sich jetzt schon seit Jahren bewährt. Bevor wir einen PM-Truck gehabt haben, haben wir das Material immer vor Ort gehäckselt mit einem kleinen Häcksler.
immer mühsam reingeschoben oder irgend so. Jetzt nehmen wir das Material mit, geht auf einen großen Haufen, kommt unser eigener Hacker, sehen wir auch später vielleicht noch, und häckselt das Material und geht dann in eine Heizung oder aufs Lager. Wir sind schnell und effizient. Du kannst große Stücke machen, es braucht wenig Schnitte am Boden, und der große Vorteil dazu ist noch, wir haben eine möglichst geringe Schweinerei, sagen wir hier, Schweinerei am Boden, dass wir zusammennehmen müssen, es bleibt praktisch nichts liegen. Auf demselben Grundstück soll jetzt noch eine Linde gefällt werden. Kein Problem. Hans-Peter schnappt sich die Kettensäge und schon geht's los. Währenddessen positioniert Ramon den Kran des PM-Truck hinter dem Baum und bringt ihn mit einem kleinen Schubs zu Fall, nachdem sein Vater die Fellschnitte gesetzt hat. Jetzt geht's ans Aufarbeiten. Auch hier ist der Kran eine wertvolle Hilfe. Wir arbeiten eigentlich immer so. Der Kran, der ist dabei. Ich muss nicht über viel Material klettern. Der kann das Material schön immer vorzu wegnehmen. Und ich habe eigentlich auch als Säger auch, ich sage jetzt mal den Frieden, ich muss nicht klettern auf den Baum, und das Sicherheitsfaktor ist auch größer. Das ist eine super Sache mit dem PM-Truck. Ich kann im Prinzip gut rundum arbeiten. Ich muss nicht, wie wenn ich einen Rückenkran habe, nur 180 Grad habe hinter dem Kran, sondern mit dem Kran kann ich rundherum arbeiten und noch 10 Meter weit reichen. Also auch vor dem Traktor. Er geht nicht nur bis vor dem Traktor, sondern er geht dann noch 4-5 Meter über den Traktor. Hier ist ein Pfandzelt 71102 verbaut. Eine Spezialgeschichte für die Schweiz. Das hat aber mit der Kinematik zu tun und mit der Schweizer Gesetzgebung, mit dem Überhang. Und ich habe schon am ersten PM-Truck einen 10 Meter Kran drauf gehabt. Und ich würde nie mehr einen kleineren kaufen, nur noch einen größeren. Die Reichweite ist immer zu kurz. Der 10 Meter ist schon toll. Der reicht für viele Sachen, der geht gut. Du hast wirklich eine gute Rundumleistung. Also wenn du das bedenkst, wenn du da stehst, wenn du auch rückwärts stehst, du hast einen Bereich von 20 Meter Breite, den du bewirtschaften kannst. Und das ist natürlich super, auch in Rodungen oder irgend so. Du hast ein Arbeitsfeld, das funktioniert. Sauberkeit hat bei NAF einen hohen Stellenwert. Deshalb werden nach der Fällung auch die feinen Zweige und Blätter zusammengeputzt. Hans-Peter arbeitet selbst auf vielen Baustellen mit und möchte so ein Vorbild für seine Mitarbeiter sein. Während hier fertig aufgeräumt wird, machen wir einen kleinen Abstecher zu Pascal, der wenige Kilometer entfernt mit dem Laubgebläse am 309er Fendt unterwegs ist. Hans-Peter erklärt uns, was es damit auf sich hat. Wir fahren hier mit unserem Laubgebläse. Das Laubgebläse, das setzen wir schon seit 20 Jahren ein für die Pflege der Waldstraßen. Bei uns in der Schweiz wird vielmals die Waldstraßen vom Laub befreit, bevor es Humus wird, bevor irgendwas anderes ist. Einmal im Jahr, wenn das Laub unten ist, fahren wir durch und ihr seht selber, es ist eine saubere Straße nachher, mit wenig Aufwand, ein bisschen Luft braucht es. Das Gebläse hat eine Leistung von 400 Kubikmeter die Minute und braucht auch gut 100 PS zum Fahren. Also der Schlepper ist an der unteren Grenze, aber es funktioniert. Ist eine einfache Sache, es hat große Effizienz und wenig Einsatz von Diesel und Zeit, weil wir doch mit sehr schneller Geschwindigkeit fahren können. Wir setzen das Gebläse vorwiegend ein auf den Waldstraßen, damit die sauber sind, damit es nicht schwierig wird da drauf, wenn man mit anderen Fahrzeugen fahren muss. Aber wie ihr auch gesehen habt, setzen wir diese auch auf Landesstraßen ein, in Waldstücken, wo wir schnell mal Laub räumen müssen, weil zum Beispiel ein Sturm gegangen ist oder weil viel Laub da liegt und von der Nässe her es gefährlich wird zum Fahren oder das Laub angefriert und man nicht sieht, dass es darunter gefroren ist für die Verkehrssicherheit. Von den Kosten her ist das eine effiziente, schnelle Lösung, die eigentlich bei uns wirklich viel gebucht wird und viel gebraucht wird für mehrere Gemeinden und Straßenämter. Währenddessen ist Ramon mit dem PM-Truck auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Bei solchen Straßenfahrten darf der Kran nicht zu weit nach vorne hinausragen. Deshalb liegt er hinten auf dem Anhänger. Damit der Kran in Kurven mitschwenken kann, hat Ramon die Schwimmstellung aktiviert.
Technisch könnte der PM-Truck 50 Stundenkilometer schnell fahren. In der Schweiz ist die Höchstgeschwindigkeit aber auf 40 km/h begrenzt. Hans-Peter sieht darin keinen Nachteil, denn das Einsatzgebiet ist überschaubar. Die Mobilität, das ist eigentlich kein Problem. Wir sind mit gut 40 unterwegs. Schweiz halt 40, geht nicht schneller, aber es funktioniert relativ gut. Und wenn wir das immer ein bisschen einteilen können, dann schauen wir, dass wir von einem Baustelle zur anderen fahren können und nicht x Wege haben. Und das ist auch immer gut. Es ist eine Absprache nötig mit den Besitzern der Bäume. Und wir haben hier einen Radius, den wir heute machen, rund um den Betriebsstandort von 7 Kilometer. Und die ganze Strecke, die wir fahren am Abend, haben wir keine 20 Kilometer. Viel wichtiger als die 50 km/h sind der durchzugsstarke Motor und ein hoher Fahrkomfort. Hier überzeugt das Pfanzelt-Topmodell mit knapp 300 PS aus einem 6-Zylinder-Turbotriebwerk, einem stufenlosen Fahrantrieb, einer geräumigen, übersichtlichen und leisen Kabine sowie einer gefederten Vorderachse. Wir begleiten Ramon zum nächsten Auftrag. Wieder eine Baumfällung. Anstehen tut hier in Schwaderloch eine Birke, die wir fällen müssen für eine private Person. Und den nehmen wir weg mit unserem Fellkran. Einsatz wäre vielleicht auch möglich gewesen, nur mit PM-Truck oder mit Fellgreifer. Aber wir haben hier unten einen Bewuchs, den wir stehen lassen. Es sollte nichts passieren. Und der andere Grund ist noch, wir können das Holz, weil es Birke ist, weil bald Advent ist, können wir das Holz wieder gebrauchen für Leute, die Adventsschmuck basteln wollen. Kontrolliert legt Pascal die abgeschnittenen Teilstücke auf den Boden, wo sie von Hand weiter zerlegt werden. Wer aufmerksam ist, der findet auch unerwartete Dinge. Ja, ein Vogelhaus. Hat mal einer drin gewohnt? Zum Aufräumen ist auch hier wieder der PM-Truck dabei. Hans-Peter weist seinen Sohn bei der Kranarbeit ein, damit die Birkenäste und der Asphalt keinen Schaden nehmen. Aus der großen Panoramakabine mit Drehsitz hat Ramon das Geschehen perfekt im Blick. Ich kann nach vorne schauen, ich kann nach hinten schauen und ich kann in jeder Stellung sitzen, wie ich will. Ich sehe es immer optimal und muss nicht immer drehen und machen, damit ich nach vorne sehe und nach hinten sehe. Manchmal reicht es auch nur, den Kopf zu drehen. Und wenn ich mal schnell drehen muss, ist kein Problem. An der neuen Maschine hier ist der Drehsitz auf dem Joystick. Also der Fahrer muss nicht mal die Hand vom Joystick nehmen, um den Sitz zu drehen. Er kann es eigentlich beim Drehen vom Kran kann er auch schon den Sitz drehen, damit er immer optimal sieht, was er macht. Das ist Komfort und Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Also ich habe auch schon andere Fahrzeuge gefahren. Den ganzen Tag nach hinten schauen und wieder oder nach vorne, das ist nichts. Und wir kennen das von Kollegen, die haben einen Drehsitz drauf, aber der geht nur nach hinten oder nach vorne. Und da ist der Fahrer den ganzen Tag gefordert. Am Abend merkst du das dann. Und nach 5 Jahren hast du dann Halsmuskeln wie bei uns sind das die Schwinger. Die haben dann vom ewigen Drehen wirklich Muskeln und vom ewigen Kopf halten. Ja. Nachdem der Hänger geleert wurde, übergibt Ramon den PM-Truck an seinen Bruder Pascal, der jetzt den Holzgreifer gegen die neue Woodcracker Greifersäge tauscht. Das geht mit dem Roke Schnellwechsler besonders einfach. Die 3 Führungsbolzen zentrieren den Schnellkuppler, der automatisch verriegelt und auch alle elektrischen und hydraulischen Verbindungen herstellt. Für den Umbau muss der Fahrer nur einmal absteigen. Noch ein kurzer Funktionstest, dann kann es losgehen. Dieser Einsatz findet in einer ehemaligen Kiesgrube statt. Wir fällen hier einen Nussbaum, der im Verlauf des Sommers viele dürre Äste bekommen hat. Wir sind hier an einer Radstrecke und haben aus Sicherheitsgründen den Auftrag erhalten, diesen Baum zu fällen. Wir haben heute den ersten Auftrag mit unserem neuen Woodcracker CS510. Das ist wirklich der erste Auftrag. Wir haben letzte Woche mal schnell 2 kleine Bäume bei uns auf dem Hof geschnitten, aber es ist noch keine andere Gelegenheit da gewesen. Darum müssen wir vielleicht hier jetzt auch noch schnell 2, 3
Schnitte üben, bis wir wissen, wie es ganz genau geht und alles genau eingestellt ist. Ich habe den Woodcracker schon mehrere Mal im Einsatz gesehen, auf Demos, und bin richtig überzeugt von dieser Maschine. Darum haben wir uns den auch jetzt neu angeschafft mit der neuen Maschine, also mit dem neuen PM-Truck. Wie ein Chirurg zerlegt Pascal die ausladende Baumkrone. Diesmal steht Ramon neben dem Traktor, überwacht das Umfeld und gibt Anweisungen per Funk. Vorbeifahrende Autos müssen die Brüder stets im Blick haben, denn die angrenzende Straße ist für die Fällung nicht gesperrt. Der Woodcracker CS510 Crane lässt sich präzise am Baum platzieren. Der kräftige Greifer hält das Teilstück fest, bevor über die Folgesteuerung die Säge ausfährt. Ohne Bodenkontakt wird das Holz direkt auf den Anhänger verladen. Der PM-Truck kommt ohne Abstützung aus. Das erlaubt die fahrende Arbeit mit dem Kran. Auch hier brilliert der neue Traktor mit seiner großen Reichweite und der leistungsfähigen Hydraulik. Wir haben an unserem PM-Truck jetzt einen geteilten Ventilblock gemacht. Das hat unser Schweizer Importeur auch umgesetzt und uns auch gesagt, dass das kommt gut. Wir haben extra im neuen Getriebe die 200 Liter Pumpe genommen mit 200 Liter Öl. Der läuft schnell, der läuft gut. Du kannst locker mit wenig Gas 2 Bewegungen machen. Und wenn man die Technik schon hat, dann soll man sie auch nützen. Der PM-Truck hat bei NAF eine lange Tradition. Mit dem neuen 3830 hat sich das Schweizer Lohnunternehmen zum 3. Mal in Folge für einen Traktor von Pfanzelt entschieden. Die Idee zum Systemschlepper kam aber schon früher mit dem Xylon von Fendt. Hans-Peter kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. Das ist mein erster neuer Traktor gewesen, den ich gekauft habe, 2003. Und mit dem haben wir schon angefangen zu hacken. Und solche Holztransportarbeiten machen und einfach, es ist alles einfach entstanden. Der Xylon war aber irgendwann zu klein und wir mussten was Neues haben. Wir haben uns dann überlegt, was kaufen wir? Was ist auf dem Markt? Rückfahrvorrichtung muss es sein oder drehbarer Sitz für den Holzhacker. Wir haben überlegt und sind dann eigentlich per Zufall an der Forstmesse auf die Firma Pfanzelt gestoßen. Und wir haben das Konzept angeschaut, wir haben uns Zeit gelassen, das alles zu eruieren, was braucht es für den optimalen Traktor für uns. Das Einzige, was Pfanzelt uns nicht bieten konnte, war PS. Aber das Bedienkonzept von der Kabine, vom Sitz, das Drehen, das Fahren ohne Abstützung, das hat uns überzeugt und wir haben uns dann entschieden, okay, ein bisschen weniger PS, dafür das super Konzept, das optimale Fahrzeug für unseren Betrieb zu kaufen. Und da stehen wir heute noch dabei, das ist so. Heute dürfen wir sagen, wir haben die 300 PS von Pfanzelt bekommen. Wir haben manchmal gesagt, jetzt baut endlich einen 300 PS Traktor, den braucht es, den werdet ihr verkaufen können. Und jetzt sind sie da und ich glaube, die Verkaufszahlen, die ich schon gehört habe, die sprechen für die Maschine. Der neue PM-Truck ist nun seit gut 2 Wochen in Betrieb. Wie fällt das Urteil nach den ersten Einsätzen aus? Wenn ich vergleiche mit dem ersten PM-Truck, der war auf dem Steyr, ganz normal Steyr-Chassis aufgebaut, hatte 140 Liter Ölleistung, Maximalleistung, und das hat für den Kranbetrieb gereicht, gerade so gereicht. Wenn wir heute schauen, was wir heute bekommen haben, mit 200 Liter, mit geteiltem Kranhydraulikblock, was da abgeht, dann haben wir heute eine flinke, schnelle Maschine. Ich muss sagen, der Traktor selber überzeugt mich sehr. Er steht viel besser, die Standfestigkeit bei dem PM im Gegensatz zum vorherigen oder zum ersten sind Welten. Den vorherigen PM-Truck habe ich sehr oft benutzt und zum neuen Modell kann ich ganz klar sagen, dass das Fahrverhalten mir schon sehr gefällt. Was man sagen kann, die Leistungsfähigkeit ist besser. Er hat auch ein bisschen mehr Bumm, das ist so. Und dann mit der Verblockung, im Stand steht man super, man kann zusätzlich den Traktor auch verblocken beim Fahren, was man auch merkt, wenn man etwas Schweres weit draußen hat, und ja, das überzeugt mich sehr. Also ich bin jetzt schon vielmal mit dem Kran gefahren,
Mir fällt auf, dass er sich ein bisschen anders anfühlt zu bedienen, aber wesentlich besser als der vorherige. Man kann auch sehr viele Sachen so einstellen, persönlich, wie man das möchte, in seinem Profil. Und ich finde, er ist jetzt auch schon ein wenig feinfühliger zu bedienen und auch die Schnelligkeit hat sich auch noch mal ein wenig verbessert. Das Fahrverhalten auf der Straße ist viel besser, das muss man sagen. Man kann in der Kabine ist es viel ruhiger. Es ist richtig angenehm, mit dem Traktor auf der Straße zu fahren, auch wenn es Bodenwellen oder holprige Straßen hat. Der Komfort ist viel besser. Und was mir auch noch ganz gut gefällt, ist das neue Bremsenkonzept mit Scheibenbremsen vorne, so große Scheibenbremsen und hinten auch Richtbremsen. Wenn man sieht, bei uns ist alles hügelig, geht immer bergauf, bergab und wenn du dann mal in die Eisen steigen musst, dann musst du es bremsen, sonst geht gar nichts. Der neue Traktor im Gegensatz zum Vorgängermodell hat auch ein bisschen mehr Einschlag vom Wendekreis her und das merkt man jetzt schon in den 2 Wochen, als ich gefahren bin, dass ich so einfach besser wenden kann oder ja, man merkt es einfach gut. Das ist so, bei niedriger Geschwindigkeit fährt sich das schon ganz anders als beim Vorgänger, viel sanfter und vor allem beim Richtungswechsel während dem Fahren, also wenn ich vorwärts fahre und nach rückwärts schalte, lässt es sich sehr sanft und sehr geschmeidig umschalten, ohne dass du irgendetwas merkst. Also was sicher auch noch viel besser ist, das Display fährt viel schneller hoch. Man kann den Traktor viel schneller starten, man kann schneller losfahren und auch mit den neuen Displays, man kann viele Sachen besser einstellen, verfeinert einstellen und es ist auch benutzerdefiniert. Man hat 4 verschiedene Fahrerprofile, in denen jeder bei uns in der Firma sein eigenes Profil abspeichern kann und somit ja, kann jeder so fahren, wie es für ihn passt. Jetzt bin ich 2 Wochen mit dem Fahrzeug gefahren. Ich fahre wirklich gerne mit dem Traktor, auch mit dem neuen Schnellwechsler, den wir jetzt montiert haben. Ja, ist es viel flexibler, man wechselt gerne, man nimmt auch mal einen anderen Greifer, damit es schneller, effizienter und besser geht. Der hier, das ist das Maß der Dinge. Da muss ein anderer zuerst mal etwas machen und beweisen, dass es besser kann, wie dieser PM-Traktor hier steht. Früh am nächsten Tag schauen wir Werkstattleiter Robin über die Schulter, der hier ein weiteres Anbaugerät für den Einsatz am PM-Truck vorbereitet. Wir haben jetzt hier den Rocke Schnellwechsler auf unseren Zweischalengreifer umgebaut, damit wir flexibel sind und alle unsere 3 Anbaugeräte schnell wechseln und einfach wechseln können. Also wir haben einen Zweischalengreifer ausgerüstet, den Westec Woodcracker und eine normale Holzgreiferzange. Also ich finde eigentlich, diese Umbaulösung geht sehr einfach. Es passt auf die meisten Anbaugeräte drauf. Und wir mussten jetzt einfach mit der Höhe etwas anpassen und den Hydraulikschläuchen, aber das war kein Problem. Robin ist bei NAF als Mechaniker angestellt und für die Reparatur und Wartung des Fuhrparks zuständig. Als Allrounder fährt er aber auch alle Maschinen selbst im praktischen Einsatz. Wir begleiten Hans-Peter und Pascal mit dem PM-Truck zu einem Auftrag für das Wasserbauamt. Die Aufgabenstellung hier ist, dass wir für das kantonale Wasserbauamt an diesem Bach diesen Kirschbaum wegnehmen müssen, weil der steht in der Wasserfläche drin und wenn dann Hochwasser kommt, dann ist das Wasser bis so hoch und da könnte es sein, dass sich die Abflussgröße verringert und das Wasser nicht genug abfließt. Darum muss der weg, das ist so befohlen, machen wir jetzt. Den hätten wir im Sommer schon fällen müssen, aber wir haben ihn nicht gefällt, weil ein Anwohner die Früchte noch wollte, um Schnaps zu machen. Ich gehe jetzt nachher auf die andere Seite und mit der Motorsäge fälle ich den Baum, schmeiße das Material ins Wasser und der Pascal nimmt das mit dem PM-Truck und dem Kran raus. Auch hier sind wir wieder ganz groß angewiesen auf die 10 Meter Reichweite, damit wir wirklich ins Wasser reichen können. Gesagt, getan. Mit der Kettensäge fällt Hans-Peter nacheinander die einzelnen Ausläufer des Kirschbaums. Dabei muss er aufpassen, dass er selbst keine nassen Füße bekommt.
Pascal steht mit dem PM-Truck auf der Straße. Mit dem Kran fischt er das Schnittgut aus dem Bach und hebt es auf den Anhänger. Danach tauschen die beiden das Anbaugerät. Weil der Woodcracker die Sicht behindert, unterstützt Hans-Peter seinen Sohn per Funk beim Kuppeln des Schnellwechslers. Mit dem Zwei-Schalengreifer geht es nun darum, einen Abfluss freizumachen. Hans-Peter weist auch hier zentimetergenau ein. Das ausgehobene Material lädt Pascal auf die Ladefläche des Pritschenwagens. Noch schnell die Straße reinigen und schon geht's weiter zum nächsten Einsatz. Wir legen einen Zwischenstopp bei der örtlichen Mühle ein, wo Ramon mit dem Fendt Xylon eine Fuhre Weizen ablädt. Hans-Peter erklärt uns, was es damit auf sich hat. Ja, heute mussten wir kurzfristig für die Mühle Leibstadt Weizen hochfahren, von der Sammelstelle zur Mühle. Das gibt es immer wieder so spontane Aufträge und jetzt heute sind es schnell mal knapp 100 Tonnen, die raufgefahren werden müssen. Und über das Jahr gesehen sind dann das gegen oder gut 10.000 Tonnen. Unten, wo wir vorher geladen haben, da ist die Sammelstelle. Da wird es von den Landwirten angeliefert. Und hier oben, wo wir jetzt abladen, ist die Mühle, die eigentliche Mühle. Und die Distanz zum Fahren, ein Weg, sind 1,5, 1,7 Kilometer. Also ist keine Distanz, die da ist. Darum geht das mit dem Traktor super. Der Lohnunternehmer braucht für diese Arbeit keinen größeren Traktor und auch keinen größeren Anhänger, weil in der Gosse nur 14 Tonnen Getreide Platz finden. NAF betreibt aber auch einen LKW, der unten am Zwischenlager gerade Weizen anliefert. Schon vor einigen Jahren ist Hans-Peter ins Transportgeschäft eingestiegen, weil ein befreundeter Unternehmer diese Sparte aufgegeben hat. Die Sattelzugmaschine steuert Mitarbeiter Joel. Hier bringt er eine Ladung Backweizen von einem großen Landwirt, der sein Getreide selber einlagert. Ja, wir sehen hier unseren LKW. Der LKW ist vorwiegend im Getreidetransport unterwegs. Wir haben 3 Auflieger, 2 Kippauflieger und einen Siloauflieger, bei dem man auch Material blasen kann. Wir sind auch zertifiziert für Getreidetransporte, was zwingend nötig ist, weil wir Brotgetreide fahren. Auf dem LKW ist unser fester Fahrer, das ist Joel. Und er ist eigentlich ganz pflegeleicht, er disponiert sich schon selber, also von dem her habe ich mit ihm eigentlich fast nichts zu tun. Muss manchmal fast anrufen und fragen, wo bist du überhaupt? Ortswechsel. An der Ölmühle in Böttstein bereiten sich Pascal und Robin auf einen ganz speziellen Einsatz vor. Zur Ausrüstung gehört heute neben wasserfester Kleidung, Klettergurt und Motorsense auch die Funkraupe Moritz. Am Seil der Winde gesichert, wagt sich Pascal hinunter auf die steile Flussböschung, um den Ablauf des Mühlbaches freizumähen. Eine ungewöhnliche Vorgehensweise, die aus der Not entstanden ist. Wir haben eine Anfrage bekommen auf dem Wasserbauamt, ob wir diesen Bach ausmähen können. Und der Vorschlag war von ihnen, wir kommen von unten hoch mit der Sichel und mähen das von Hand, also steigen von unten hoch und mähen das von Hand aus. Da waren Dornen, die waren 3-4 Meter hoch, das erste Mal, als wir das gemacht haben. Und es war kein Durchkommen da. Wir haben gesagt, probieren wir gar nicht, machen wir gar nicht. Wir haben eine andere Lösung und es ist mir mit zugeflogen, die Idee gekommen mit dem Moritz, mit dem Lastabsenkbremse, so wie man es sieht. Und habe gesagt, wenn andere Leute von einem Hochhaus laufen können, gerade runter, dann können wir uns doch mit dem Seil sichern
und uns abseilen und sicher stehen. Das Seil ist ja hydraulisch angetrieben und da kann man so schön dosieren, so fein. Da gibt es keine Schläge, nicht irgend sonst was. Das ist wirklich ganz schön und auch von der Geschwindigkeit her optimal einstellbar, dass es super läuft. Und da wir auch mit Funk verbunden sind, beide, können sie miteinander sprechen und es funktioniert tadellos. Man sieht es auch, es ist sehr schnell. Da wir das jetzt 2-mal im Jahr machen, ist der Aufwand relativ gering und es sagt keiner, nein, da gehe ich nicht hin oder mache ich nicht, sondern es ist auch eine Freude zum Arbeiten, so wenn mal was Spezielles ist, was nicht alltäglich ist. Das Wasser, das über den steilen Abhang in die Aare fließt, kommt von der Ölmühle Böttstein, die von Europas größtem Holzwasserrad angetrieben wird. Für seine Instandsetzung wurde es ausgebaut. 2024 soll es aber wieder in Betrieb gehen und kann dann von interessierten Besuchern besichtigt werden. Nach getaner Arbeit fährt Robin den Moritz auf den Anhänger und sichert die Maschine mit Spanngurten. Der einfache Transport erlaubt einen vielseitigen Einsatz der kleinen ferngesteuerten Raupe. Hier endet der erste Teil unserer Reportage über die Firma NAF aus der Schweiz. In der Fortsetzung zeigen wir euch den neuen PM-Truck bei der Rückearbeit mit dem Kran und beim Holztransport zum Sägewerk. Wir treffen Thomas Rappo, den Importeur für Pfanzelt-Maschinen, und bekommen interessante Einblicke in den Schweizer Markt für Forstmaschinen. Mit Hans-Peter sprechen wir über den Reiz seiner Arbeit und die Zukunft des Unternehmens. Bei der Rodung einer Baufläche kommt neben Bagger, Moritz und Böschungsmäher auch wieder der PM-Truck zum Einsatz, der dann am Holzhacker seine volle Kraft entfesseln kann. Abonniert am besten gleich unseren YouTube-Kanal, damit ihr den zweiten Teil auf gar keinen Fall verpasst. Weitere Infos zur Firma NAF und ihrem Dienstleistungsangebot findet ihr auf der Website www.naf.swiss.